Ja, hallo liebe Leute, hier ein kleines Tutorial zu Raspberry Pi und wie man den ganz einfach programmieren kann mit der Programmiersprache Gambas. Das ist ein Basic-Dialekt. Damit habt ihr wirklich, wenn ihr das installiert habt, innerhalb von Sekunden schon das erste grafische Programm gezaubert und es ist wirklich nicht schwer. Der Raspberry Pi, den ich hier habe, der hat ein 3,5 Zoll Display, den habe ich mir hier per VNC hingeholt, damit der hier mit aufgezeichnet wird. Und ich mache gleich noch so einen VNC-Viewer auf, der eine größere Auflösung hat, die wir dann für die Programmierung nutzen. Aber zunächst mal kurz darauf eingehend, wie stelle ich das ein, dass ich VNC nutzen kann. Das geht folgendermaßen, indem man hier über dieses Symbol, also wie gesagt, gehen wir erstmal auf den Raspberry Pi ein. Das ist also ein alter Raspberry Pi, ein 2B Plus oder 2B heißt der. Der hat, ich glaube, 512 Megabyte an Hauptspeicher und der ist hier jetzt in so einem Gehäuse mit so einem 3,5 Zoll Display ausgestattet und das reicht fürs normale Arbeiten völlig aus. Ich hätte lieber einen Raspberry Pi 3 oder sogar einen 4er, aber die sind zurzeit ganz extrem teuer. Und den hier hatte ich noch rumfliegen. So, dann gehen wir einmal hier auf dieses Teil hier. Und dann fährt man hier so nach unten und da auf Einstellung. Und dann gibt es hier Raspberry Pi Konfiguration. Da seht ihr hier jetzt nicht alles, weil der Bildschirm so klein ist. Aber man kann es trotzdem einstellen. Und zwar, man geht hier auf Display und dann auf Schnittstellen. Und da seht ihr hier VNC. Da könnt ihr das auf aktiviert stellen. SSH sollte auch auf aktiviert stehen. Und dann braucht ihr nur einmal Escape drücken und dann ist das gespeichert. Und dann könnt ihr euch auf eurem Desktop-PC einen VNC-Viewer installieren. Ich habe hier den, ich glaube, das ist der Real VNC. Ich gucke mal gerade nach. Schauen wir mal gerade nach. VNC-Viewer, Real VNC. Und da habe ich einmal hier den verlinkt hier zum Starten. Man kann das hier auch anschauen über die Eigenschaften. Da steht drin die IP-Adresse des Raspberry Pi und dann auch noch die Login-Information. Das muss man hier dann beim Raspberry Pi einstellen und dann kann man den so verbinden. Dass hier so eine Uhr steht, das hängt damit zusammen, dass ich eine Uhr programmiert hatte. Das hat er sich so als Bild gespeichert. Wenn ich gleich beende, dann hat er das Bild hier drin, was da zuletzt steht. So, jetzt möchte ich einen neuen VNC-Viewer aufmachen. Dafür muss ich erstmal einen neuen VNC-Server starten. Da gehen wir hier auf das Terminal. Wir starten das einmal. Und da geben wir jetzt ein VNC-Server und einfach Enter. Dann dauert das einen Moment und dann seht ihr hier, dass er einen neuen virtuellen Desktop angelegt hat. Und den können wir jetzt nutzen und den nutze ich hier mit diesem VNC-Viewer. Einfach doppelklicken und dann habe ich das ein bisschen größer. Das Fenster, das ist deutlich größer, weil das hier ist auch gezoomt, also darf man nicht verwirren lassen und die Meldung kommt immer, keine Ahnung warum, einfach OK drücken. Die Bildschirmdarstellung hier ist auch nicht so super, aber da kommt man eigentlich ganz gut mit klar. So, dann können wir hier hergehen und können neue Software installieren. Das machen wir über Start, Einstellungen, Add Remove Software. Und dann sehen wir hier, was gibt es alles an Software und dann kann man das hier auswählen und installieren. Und das hier sind, was haben wir unter Zubehör? Mal kurz schauen. Und da sind so viele Sachen drin. Ich finde das unheimlich unübersichtlich. Deshalb ist es da fast schon besser, das über die Konsole zu installieren, das was man machen möchte. Deswegen machen wir hier das erstmal. Das canceln wir erstmal und ich mache wieder eine Konsole auf.
Dort geben wir jetzt ein apt-get install und soweit ich weiß, heißt das Gambas 3. Okay, das müssen wir mit sudo aufrufen, weil das muss ich als Administrator installieren. Nochmal. Er legt los. Und er sagt, das ist schon installiert, ich muss nichts machen. Ihr würdet dann einfach sagen, ja, will ich installieren, und dann würde halt Gambas installiert werden. Gambas, das können wir jetzt wieder zumachen. Gambas liegt jetzt hier unter Entwicklung und dann haben wir hier Gambas 3. Das können wir jetzt einfach starten. So, da ist es, und da machen wir jetzt ein neues Projekt. Wir wollen wieder eine Uhr machen, die mache ich jetzt aber anders. Das heißt, oder für euch starte ich ganz neu. Also wir machen ein neues Projekt. Und dann, was möchten wir? Eine grafische Applikation. Ja, das ist richtig. Da können wir einfach doppelklicken. Und dann, wo soll das hin? Ins Verzeichnis Gambas. Ja, das ist gut. Dann kriegt ihr jetzt einen Namen. Hier nehmen wir einfach mal Clock, damit der Name sich von den anderen ein bisschen abhebt, und Projekttitel nehmen wir auch Clock. Okay, kann übersetzt werden, interessiert uns erstmal nicht. Okay. Und das ist der Startbildschirm nach dem Erstellen eines neuen Projektes. Wir haben hier einen Teil, das nennt sich fmain, das ist das Hauptfenster, da können wir darauf doppelklicken. Dann zeigt er das hier so an, das Fenster. Und hier haben wir immer die Parameter stehen. Und dann kann man hier runterfahren. Da sieht man hier die Width, das ist die Breite. Ich glaube, mein Bildschirm hier, der ist 480 Bildpunkte breit. Und das Teil, da müssen wir Buchstabe H, da ist es. Und das ist, glaube ich, 320. So, die habe ich jetzt geändert, die Werte. So sieht das jetzt aus. Und dann können wir das Programm jetzt an sich schon starten lassen, aber ich will noch was reinmachen. Wir haben hier unten einmal unter Tab mit Form, da habe ich so Sachen drin wie Labels, also wo ich etwas beschreibe, was es für einen Namen bekommt. Dann habe ich Textfelder, in die ich was eintippen kann. Ich habe Knöpfe, auf die ich drücken kann. Und vieles, vieles mehr. Und da starten wir einfach mal. Ich habe auch ein LCD-Label. Ich könnte also direkt hier dieses LCD-Label für die Uhren nutzen. Ich will es aber anders machen, damit ihr da ein bisschen was lernt. So, also wir fangen an. Die Knöpfe, die kann man auch ganz gut als Anzeige Funktion nutzen, aber fangen wir erstmal an. Wir machen erstmal so einen Knopf da rein. Ich klicke hier drauf und jetzt kann ich mir hier den Knopf aufziehen und der kriegt einen Namen, den nennen wir jetzt einfach mal Abbruch, heißt der, und der kriegt auch einen Text. Da gehen wir hier runter, da steht Text und das ist das, was da reingeschrieben wird. Abbruch. Und dann machen wir einen Doppelklick auf diesen Knopf und dann geht er in den Basic Source Text und da tippe ich einfach ein me.close. Also den Befehl end kann ich hier nicht nutzen, um ein Programm zu beenden, so wie das bei Basic ging. End ist immer das Ende von einer Unterfunktion. Me.close schließt einfach das Fenster und dadurch wird das Programm beendet. So, erstes Programm ist fertig. Das heißt, wir können das speichern und wir können es einfach ausführen, indem wir entweder hierhin klicken oder die Taste F5 drücken. Und da ist das Programm, Clock, und ich kann auf Abbruch klicken und dann ist es beendet. Erstes Programm fertig. Jetzt machen wir da noch ein bisschen mehr rein. Ich kann immer hier umwechseln.
Geht, glaube ich, auch mit Steuerung Tab. Ne, geht nicht mit Steuerung Tab. Mit Alt Tab auch nicht. Sagen wir mal es eben von Hand hier. So. Okay, hier setzen wir jetzt ein anderes Teil ein. Nicht so ein Knopf, sondern ein sogenanntes Panel. Und da muss man schauen, wo steht das? Das ist unter Container zu finden. Und dann müssen wir hier ein bisschen suchen. Da haben wir das Panel. Und das ziehe ich jetzt einfach hier so auf. Und dann gebe ich den Namen. Und zwar, das heißt, das ist jetzt das Display. Wenn ich eine Uhr wirklich machen will, habe ich 4 Zahlen. Dann wäre das hier Display 4 und Nummer 1, D4.1. Wir geben es einen schöneren Namen, D4-1. Macht er das? Ne, kann er nicht. D4-1. Das wird er können. Okay, und dem geben wir jetzt noch hier eine Farbe. Schauen wir hier mal rein. Background. Machen wir den schwarz. Und dann ist der schwarz. So. Dann machen wir hier von Kopien. Einfach STRG C drücken. Hier reinklicken, STRG V klicken. Das hat jetzt nicht funktioniert. Nochmal STRG C klicken, dann STRG V. Braucht er nicht da reinklicken. Dann kommt das dahin und dann kann man das hier so oben drauf setzen. Und dann machen wir nochmal STRG V. Den ziehen wir uns jetzt zurecht. Der wird halt breiter und nicht so hoch. So zum Beispiel. Schauen wir uns an. Ja, sieht gut aus. Und die richtigen Namen geben wir den gleich noch. Dann können wir den gleich kopieren. Nochmal jetzt den hier. STRG C V. Der kommt zum Beispiel dahin. Und nochmal V. Nochmal dahin. Dahin. Und den kopieren wir jetzt STRG C V. Kommt hier unten dran. Und nochmal STRG V. Und der kommt dahin. So, jetzt haben die hier einen Namen. Dem haben wir ja einen Namen gegeben. Gehen jetzt hier hoch. Dem haben wir einen Namen gegeben. D4.1. Der hier heißt D4.2, D4.3, D4.4, D4.5, D4.6 und D4.7. Ist genauso, wie ich es haben wollte. Und dann, ich würde vorschlagen, die anderen Zahlen trotzdem auch so zu malen, weil wenn ich die jetzt alle markiere, dann muss ich die hinterher alle umbenennen. Obwohl, ist vielleicht einfacher. Wir versuchen es einfach mal. STRG C, STRG V. Dann ziehen wir das jetzt hier rüber. Machen wir ruhig ein bisschen höher. So zum Beispiel. Dann selektieren wir den nochmal hier. Fahren den auch hier nach oben. So, ich würde fast sagen, die sind zu breit. Da machen wir den nochmal raus hier. Und bearbeiten das hier. Mindestens so viel muss das, denke ich mal, schmaler werden. Man kann auch mit den Cursor-Tasten hier die bewegen. Das skalieren natürlich nicht. Gucken wir uns das nochmal an. STRG C, V und hier rüber bewegen. Machen wir nochmal STRG V. Bewegen wir jetzt ein bisschen weiter hier rüber. So. Und nochmal STRG V. Und das ziehen wir hier hin. Fast zu breit. Aber es passt so gerade eben. Gut. Jetzt gehen wir her und schauen, ob die Namen denn hier jetzt richtig sind. Das hier wird jetzt nämlich D3-1, D3-2,
D3 unterstrich 3, D3 unterstrich 4, D3 unterstrich 5, D3 unterstrich 6 und D3 unterstrich 7. So, jetzt machen wir hier auch, das ist D2 unterstrich 1, D2 unterstrich 2, D2 unterstrich 3, D2 unterstrich 4, ja. Steuerung Z, wieder zurück, dann hier, das war D2 unterstrich 5, D2 unterstrich 6 und D2 unterstrich 7 und dann machen wir es hier auch. So, was ich jetzt noch mache, ich will das hier noch mal ein bisschen sortieren, schöner machen. Also den hier, den können wir auf alle Fälle selektieren und einmal darüber fahren. Der darf am Anfang anfangen. Der hier kann noch einen rüber. Du bitte. Einen rüber. Und dann können die beiden hier zusammen auch noch einen rüber. Und dann passt das auch. So, den hatten wir, glaube ich. Ja, dann geht es hier los. D1 unterstrich 1. D1 unterstrich 2. D1 unterstrich 2. Ach, D1 unterstrich 3 natürlich. D1 unterstrich 4. D1 unterstrich 5. D1 unterstrich 6 und D1 unterstrich 7. Okay, dann habe ich die. Jetzt müssen wir noch was reinmachen, was eine Uhr ergibt. Und dazu brauchen wir einen Timer. Den finden wir hier unter, gucken, der kommt hier, glaube ich, hier noch hinter. Da ist er unter Spezial, ist der. Den ziehen wir einfach hier rein. Und da können wir jetzt drauf doppelklicken und dann sieht man da, das passiert immer in der Zeit, die der Timer läuft. Und dann kann ich wiederum entweder Doppelklick hier oder darauf klicken. Hier das Teil aufrufen, dann haben wir hier Delay 1000. Also der macht alle 1000 Millisekunden. Guckt er einmal nach, das ist genau das, was ich haben will. Und der muss enabled sein. Das heißt, wir machen den an. Jetzt kann man hier draufklicken und kann sagen, okay, wenn das wird jetzt ausgeführt, jede Sekunde. Dann haben wir hier oben ein Feld, da packen wir Variablen rein. Und zwar, die werden immer definiert als Public. Und dann die erste Variable, die heißt TS Time ist das, glaube ich. Oder ist es Date? Muss ich mal gerade schauen. Date ist es. Okay, die nennen wir aber mal Act. Dann machen wir ruhig Act Time as Date. Und zwar, wenn das Ding hier aufgerufen wird, dann wird Act, man tippt hier Act Time. Das sollte ja ACT gleich Now. Und dann kann man nun hier raus die entsprechenden Werte beziehen. Dafür definieren wir uns hier oben noch weitere Variablen. Public
Da haben wir einmal Min. Nehmen wir Min, weil Min ist Minimum, das möchte ich nicht überschreiben. Public Min ist Integer. Public Min 1 ist Integer. Public Min 2 ist Integer. Und das machen wir auch für die Stunden. Public Hour is Integer. Public A1 ist Integer. Nee, Quatsch. Hour 1 ist Integer. Public Hour 2 ist Integer. So, wofür diese vielen Variablen kann ich euch jetzt zeigen. ActTime, da steht das Datum und die Uhrzeit drin. Und das kann man da jetzt rausfischen. Und zwar kann man hier schreiben, was haben wir da oben definiert? Min gleich Minute von ActTime. Und da müssen wir die jetzt aufteilen. Und zwar Min 2 gleich Min geteilt durch 10 und Min 1 gleich Min minus Min 2 mal 10. Was macht das? Das hier holt die zweite Stelle von Minuten raus und das hier zieht dann diesen Wert mit multipliziert von 10 ab, sodass Min 1 die erste Stelle ist. Immer von 0 bis 9 laufend. Okay, das machen wir auch mit den Stunden. So, das war Hour gleich. Und dann haben wir auch, das ist Hour von Klammer auf ActTime und Hour 2 gleich Min durch 10 und Hour 1 gleich Min minus Hour 2 mal 10. So, wir machen uns hier noch ein paar weitere Variablen rein. Und zwar Public old min as Integer und Public old hour as Integer. So, dann müssen wir ein paar Sachen noch setzen. Und das beim Start des Programms. Dazu klickt man einfach hier auf die Oberfläche, also nicht auf irgendwas hier, sondern da Doppelklick und dann macht ihr so ein Ding auf, das nennt sich Form Open. Und das wird beim Start des Programms gestartet und da schreibe ich jetzt rein old hour gleich minus 1 und old min gleich minus 1 und das mache ich, diese Old Hour und Old Min, die nutze ich später beim Anzeigen, dass ich nicht zu oft eben die Anzeige wieder auffrische und das dann den Computer da zu stark belasten würde oder das Programm würde vielleicht auch anfangen zu stottern. So, das geht ja jede Sekunde hier und jede Sekunde ändert sich aber nicht die Minute und die Stunde erst recht nicht. Deshalb diese Sache. Warum mache ich das überhaupt sekündlich? Ich möchte hier noch irgendwas reinmachen, was hier drin flackert. Das heißt, wir gehen hier wieder her und
gehen hier auf Container, machen ein Panel zu, da hinzu. Das mache ich jetzt mal hier hin. Kann ich jetzt da reinfahren. Und man kann hier leider nicht reinzoomen. Man kann aber hier jetzt F5 starten. Und dann sieht man, wenn man es deselektiert, dann sieht man es, wie es aussieht. Das heißt, den können wir jetzt selektieren und hier noch einen schmaler machen. So zum Beispiel. Da möchte ich den hinhaben, dem gebe ich auch einen Namen. Und zwar, das heißt Dot 1 und dann machen wir Steuerung C. Na, hier muss ich hin. Steuerung C, Steuerung V. Dann ziehen wir den hier hin. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Einmal dahin klicken, dann kann man den so nehmen und dahin ziehen. Und den ziehen wir dahin. So sieht das gut aus. So, der kriegt jetzt erstmal auch einen Background. Die Farbe schwarz. Da haben wir Steuerung Z. Das muss man erstmal wieder rausnehmen. So, der muss natürlich selektiert sein, wenn ich dem eine Farbe zuweise. Also jetzt hier Background Black. Und du bitte auch Background Black. So, jetzt haben wir die beiden Punkte da. Die sollen halt sekündlich da blinken. Wie machen wir das? Das machen wir so, dass wir die Funktion dieses Timers hier, die werden wir noch ein bisschen anpassen. Und zwar brauchen wir hier oben noch ein paar Variablen. Da brauchen wir einmal noch ein Public old sec as integer. Also die Namen sind frei zu wählen. So wähle ich die. Ihr könnt die komplett anders wählen. Public sec as integer. Schon richtig schreiben, Integer. So, und dann gehen wir kurz hier nochmal runter in das Subform Open, old sec gleich -1. So, jetzt fangen wir an, hier beim Timer mit der Funktion der Punkte. Das heißt, da muss noch rein sec. Habt ihr es gesehen? Ihr kriegt da eine Vorschau. Was gibt's? Könnt ihr auch draufklicken oder könnt einfach, glaube ich, Tab drücken. Dann wählt er die Variable aus, die da steht. Und dann könnt ihr hier sagen, sec gleich second von act time. So, dann fangen wir jetzt damit erstmal an. Hier kommt Folgendes rein: if asec ungleich old sec, wenn, zweimal Enter drücken, und wenn das unterschiedlich ist, dann wird der Knopf verändert. Da brauchen wir noch was hier oben, und zwar Public. Nehmen wir das hier mal. Sec toggle as Boolean. Boolean, die kann nur wahr oder unwahr in sich tragen, und die setzen wir auch hier im Subform Open fest. Das heißt sec toggle wie hatte ich die genannt? Sec toggle. Okay. Sec toggle gleich false. Dann gehen wir wieder hier hin und dann
if sec_toggle then, nochmal Enter drücken und da kommt noch ein else rein für die andere Bedingung. Dann wird einmal wenn sec_toggle, dann wird sec_toggle gleich false. Hier kommt natürlich hin sec_toggle gleich true. Und dann jetzt das, was da passieren soll. Also, hier soll das Teil, das habe ich ja dort 1 unter 2 genannt. Punkt Background gleich. Und da muss ich jetzt ein bisschen probieren. Gleich RGB. Ich glaube, man kann das einfach rechnen. Das ist dann gleich Rot, Grün und Blau. Und Rot ist, soweit ich weiß, die kleinere von denen. Wir versuchen es einfach mal. Ich tippe hier mal einfach ein 256 und dort 2 Punkt Background. Da kann man auch Tab drücken, wie gesagt, gleich 256 und hier, da machen wir rein. Dort 1 Punkt Background gleich 0 und dort 2 Punkt Background gleich 0. So, da habe ich DOS geschrieben, nicht Dodge. Das müssen wir gerade korrigieren. So, das sollte so an sich schon funktionieren. Was aber noch wichtig ist, wenn asec ungleich, dann muss olsec gleich asec werden. Ich würde sagen, wir starten das Programm einfach, F5, und schauen uns das mal an. Passiert was? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Da müssen wir jetzt auf die Suche gehen, warum das hier nicht gar nichts passiert. Da kann man jetzt abbrechen und jetzt hat man die Möglichkeit, hier sogenannte Breakpoints zu setzen. Das heißt, hier drauf fahren, F9 drücken, oder man kann es auch hier oben im Menü irgendwo, was ist das? Wir kompilieren. Also wie gesagt, F9 setzt einen Breakpoint. Ihr könnt auch hier vorne drauf tippen, ich glaube doppelt. Das ist dasselbe, als wenn ihr F9 drückt. Und das machen wir einmal da. Und wir starten wieder das Programm. Und sehen, er sagt sec_toggle gleich true. Gehen wir weiter. Und dann sagt er auch sec_toggle gleich false. Also das klappt schon, aber das mit der Farbe, das klappt so nicht. Dann nehmen wir jetzt mal andere Werte. Wir müssen das Programm erstmal beenden. Und dann tragen wir hier jetzt eine 10 und eine 10 und versuchen es einfach nochmal. Wir machen die Breakpoints wieder aus. Entweder da Doppelklick, dann sind die wieder aus und starten nochmal. So, vielleicht sollten wir uns erstmal Folgendes machen. Hier machen wir einen Breakpoint und wir starten das Programm. Da ist er jetzt gestoppt und dann schauen wir uns an, was er hier überhaupt drinnen stehen hat. Und zwar, da haben wir hier die ganzen Panels und da sind auch hier die Dot 1. Das können wir, glaube ich, jetzt doppelklicken und dann können wir uns hier angucken, was steht denn da als Background überhaupt drin. Background 0. Okay. Dann machen wir Folgendes. Das machen wir wieder zu. Wir stoppen das Programm und setzen für den Dot 1 einen anderen Wert ein.
Also hier, der wird nicht black, der wird jetzt mal green. Aber hier dieses Green. Und einmal starten. So, jetzt ist er da wieder abgestoppt. Wir können wieder hier zu dem Dot 1 fahren. Dot 1 und Doppelklick. Und dann gucken wir uns an, was steht da jetzt. Okay, 65.280. Den Wert merken wir uns jetzt einfach und machen hier die beiden hier. Das beenden. 50.280. Und können wir jetzt starten. 5 fortfahren. Und schon klappt das. Okay, den Stopper, den habe ich hier beendet. Okay, also wir haben ein blinkendes Display. Jetzt kommen noch die Stunden hierzu und da machen wir jetzt uns eine Funktion hier rein. Public Function. Ja, es ist jetzt nicht ganz so einfach. Das heißt, ich muss ja jetzt definieren, welche von diesen Segmenten werden überhaupt gesetzt, wenn ich halt eine Zahl anzeige. Das heißt, bei 1 werden die beiden angezeigt, bei 2 die. Und die Art, das lege ich jetzt in sogenannten Strings fest. Das heißt, ich gehe hier rein, fahre hier oben hin und mache Public Z1 String. Das können wir über ein Array machen. Public Z1 und das mit 10 S String. Und die setzen wir jetzt in Form Open. Das heißt, wir fahren hier runter und da setzen wir die jetzt. Am besten malt man sich so ein Display dafür auf und um zu überlegen, was denn für Teile zu setzen sind. Ich habe mir hier so ein kleines Teil hingemacht und dann legen wir los. Also, da haben wir jetzt einmal, wie hatte ich die Variable genannt? Z1, das ist Unfug. Die muss einfach Zahlen, nennen wir die. Und das ist ein Array mit 10 Feldern. Das heißt, wir haben die Zahl 0. Das heißt, Zahlen, eckige Klammer auf 0 gleich Anführungszeichen. Und da kommt jetzt ein X für an und ein Y 0 für aus. Also X für die 0 ist gesetzt. X das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte und das sechste und das siebte nicht. So. Zahlen von Feld Nummer 1 und da sind gesetzt das erste, das zweite und alle anderen nicht. Das heißt 5 Stück, das 7 sind es insgesamt. 1, 2, 3, 4, 5 mal die 0. Dann Zahlen von 2 gleich. So, bei der 2 ist der erste nicht gesetzt. Der zweite ist gesetzt. Der dritte ist auch gesetzt. So, der vierte ist nicht gesetzt.
Der 5. ist wiederum gesetzt. Und der 6. auch. Ne, der 6. auch und der 7. auch. Können wir gleich sehen, ob wir alles richtig haben. Dann gucken wir mal gerade, haben wir genug? 1, 2, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jo. Dann Zahlen von 3 gleich. So, 1 ist gesetzt, 2 ist gesetzt, 3 ist gesetzt, 4 ist nicht gesetzt, 5 ist nicht gesetzt, 6 ist gesetzt und 7 ist gesetzt. Zahlen 4 gleich. Bei 4 ist gesetzt. Das muss ich jetzt genau überlegen. Wie wurde nochmal die 4 geschrieben? Ich glaube so, ja. Also 1, Anführungszeichen natürlich machen. Anführungszeichen. 1 ist gesetzt, 2 ist gesetzt, 3 ist nicht gesetzt, 4 ist gesetzt, 5 ist nicht gesetzt, 6 ist nicht gesetzt und 7 ist gesetzt. So. Zahlen von 5 gleich. Da kann man sich an der 2 orientieren. Da sieht man, 1 ist bei der 2 nicht gesetzt. Genau, bei der 5 ist er aber gesetzt. Also x und dann die Nummer 2 ist dann nicht gesetzt. Die 3 ist gesetzt. Die 4 ist gesetzt. Moment. Ja, natürlich. Die 4 ist gesetzt. Die 5 ist nicht gesetzt. Und die 6 ist auch gesetzt und die 7 auch. So, dann Zahlen 6 gleich Anführungszeichen. So, die 6, also 1 ist auf alle Fälle gesetzt, 2 ist nicht gesetzt, 3 ist gesetzt, 4, 5, 6 und 7 sind gesetzt. Zahlen von 7 gleich Anführungszeichen. So, was haben wir da? Da haben wir die 7, 1, 2 und 3 sind gesetzt. Okay, also 1, 2, 3 und dann kommt 1, 2, 3, 4. Das ist die 7, dann Zahlen von 8 gleich Anführungszeichen. Da sind alle gesetzt, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und Zahlen von 9 gleich. Und da haben wir die 1 ist gesetzt, die 2 ist gesetzt, die 3, die 4 ist gesetzt, die 5 ist nicht gesetzt, die 6 ist gesetzt und die 7 ist gesetzt. So, das müssten sie eigentlich alle gewesen sein. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir die verwursten, wenn wir die Display-Sachen da schreiben. Da mache ich hier, ich wollte da eine Funktion reinmachen. Public Function Disp, machen wir LED on. Dann machen wir ruhig Deutsch an, Klammer auf, und dann haben wir hier die, nehmen wir mal ZS Integer für die Zahl, die dargestellt werden soll, und hier DS Integer für das Segment und S Boolean. So, dann haben wir also, dann machen wir jetzt Folgendes. If Zahlen von Z, und da kommt drum ein mit, Klammer auf, Zahlen von Z, Komma
D,1 gleich 0, wenn else und end if. Müsste eigentlich so funktionieren. Else und end if. So, da haben wir einmal hier was zu tun. Das ist return false und da kommt rein return true. So, jetzt haben wir hier die Sekunden, die haben wir hier und dann machen wir hier unten weiter. If min old ungleich Amen, then und die Minuten haben sich also geändert. Dann wird also min old gleich Amen. Und jetzt müssen wir schauen, dass wir das Display setzen. Okay, wir haben berechnet min 1 und min 2. Und wir fangen an mit dem min 1. If, ja, es ist immer schwierig, sich das zu behalten, let an, if let an, Klammer auf, min 1, 1, dann auch ein else, lese, toll. So, else, so, dann machen wir hier jetzt D1 unterstrich 1 Punkt Background gleich, und das war jetzt 65.000 und was war das nochmal? 65.280. Okay. Und else D1 1 Punkt Background gleich 0. So, das können wir uns jetzt einfach hier kopieren. Das heißt, wir nehmen diesen ganzen Block hier und kopieren den hier rein, und zwar noch 6 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und dann fangen wir hier oben an. Der erste ist ja richtig, D1. So, einmal gehen wir die hier durch. 2, 3, 4, 5, 6 und der letzte müsste dann die Nummer 7 sein. So, das müsste auch der letzte hier jetzt sein. Ja, ist er. Und dann gehen wir hier her und ändern hier einfach das ab auf 2. Ich kann auch einfügen drücken und dann brauche ich nicht da jedes Mal. Das war natürlich die 2 muss dahin. Ne, Quatsch. 1, doch, die 2 muss dahin. Die 3 muss hier hin. Die 4, 5. Was habe ich denn da gemacht? 1,
1, 2, 2, 3, 3. Ach, ja super. Da muss natürlich eine 1 hin, da eine 2, eine 2, da eine 3, eine 3. Wenn man zu schnell ist, da eine 4, eine 4, eine 4, da eine 5, eine 5, da eine 6, eine 6 und hier unten dann auch noch die beiden mit 7 und 7. 7 und 7. So, und das werden wir jetzt erstmal ausprobieren, ob das überhaupt richtig läuft. Ich speichere das mal ab und gehe einfach hier auf Laufen lassen. Dann steht da was. Oh, da habe ich mich vertippt. Return. Okay, Return ist das natürlich. Return, wir machen das Einfügen wieder an. Return True. Und nochmal starten. Da fehlt ein End. So, Min Old kennt er nicht. Warum habe ich die irgendwie anders definiert? Old Min, Old Hour, Old Sick. Dann wenden wir die einfach mal um. Ne, komm, gehen wir runter nochmal. Ich starte nochmal, dann kommt der Fehler und dann müssen wir es hier ändern. Also Old Min. Und da muss auch Old Min rein. Ein bisschen weltweites Warten. Okay, da hat es gemacht. So, starten wir nochmal. Also das sieht schon mal gut aus. Da wird gerade eine 3 angezeichnet. Das ist die 3 von der 53. Okay, das soll es auch schon gewesen sein hier. Die anderen Ziffern jetzt ebenso eine Fleißarbeit. Und dann habt ihr eine individuelle LED-Uhr. Da ist gerade umgesprungen auf die 4. Man sieht also, es funktioniert. Und so innerhalb von kurzer Zeit ein wirklich hübsches Programm gebastelt. Was jetzt hier noch zu beachten ist, das ist dieses Programm hier. Das hat ein Fenster drum, aber ich will das eigentlich formatfüllend haben. Das kann man hier auch direkt eintragen, und zwar Me, das ist immer das eigene Fenster, Punkt Full Screen gleich True. Dann starten wir das Programm nochmal und dann sieht man, dann ist das Vollschirm und dann würde es wahrscheinlich auch auf dem kleinen Raspberry Pi Display vernünftig laufen. Das heißt, das können wir so in dieser Version mal kurz ausprobieren. Oder ich unterbreche die Aufzeichnung und mache eben die anderen Displays dazu und dann schauen wir uns das an. So, ich habe eben hier das zweite Display der Minuten hinzugefügt. Schauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich starte einfach das Programm. Und da sehen wir, da steht 50 in der 57. So, jetzt kann man natürlich hier noch ein wenig anpassen. Das heißt, ich breche das mal gerade ab. Wir gehen auf die Oberfläche hier. Das hier, das setzen wir jetzt den Hintergrund. Den machen wir jetzt ruhig schwarz. Und wir starten das Programm wieder. Hat er jetzt nicht gemacht. Jetzt nochmal. Jetzt soll das eigentlich funktionieren. Und dann sehen wir da, okay. Das sind die 58 jetzt. Und das tickert. Jetzt mache ich noch eben die Stunden dazu. Da unterbreche ich kurz wieder. Okay, da habe ich das auch jetzt geändert für das nächste Display.
Die habe ich kopiert, mir die gesamte Sache, was ich für die Minuten gemacht habe, und habe dann über Suchen und Ersetzen das Min2 durch Hour 1 und 2 jeweils ausgetauscht und dann hier noch die entsprechende Displaynummer D3 oder D4 hingeschrieben. Schauen, ob ich alles richtig gemacht habe. Ich starte einmal und ja, 4 Uhr und 4. Das heißt, er zeigt hier nicht mit 24 Stunden an. Ist schon komisch. Aber vielleicht habe ich mich auch vertan. Wir haben gerade 4 und 4. Warten wir mal auf 4 und 5. Dann sieht man ja, ob ich da was falsch gemacht habe und dass die Minuten sind, die da vorne stehen. Wäre schon interessant. Ne, ist richtig. 4 und 5. Ich weiß, ich habe das Programm gemacht und da hat es das mit 16, mit der 24-Stunden-Anzeige angezeigt. Weiß jetzt wirklich nicht, was der Grund ist. Kann man aber rausfinden. Und zwar, wir können ganz einfach hier einen Dings reinmachen, wo wir die Variable setzen. Und zwar wird ja hier das Act-Time gesetzt. Da machen wir jetzt eine Unterbrechung rein und starten das Programm. Ich unterbreche da hier und dann haben wir hier Act-Time. 28.11 2021, 16.05 Uhr und 6.24 Uhr. So, dann kann man sich zu solchen Variablen, zu solchen Funktionen auch mit F1 eine Hilfe aufrufen. Das macht er hier jetzt gerade nicht. Oder man schaut das ganz einfach im Internet nach. Anderen kann man. Scheint nicht ganz aktuell zu sein. Jedenfalls, ich würde jetzt hier suchen bei der Funktion Hour, was die macht, ob es eine andere Funktion gibt. Wir können das hier mal beenden und dann gehen wir hier auf Hour, gleich Hour von Act-Time. Müsste so funktionieren. In the local time zone. Wahrscheinlich irgendwie im Mitteilen, dass er das in 24 Stunden macht. Ist mir bisher so noch nicht passiert, aber ihr seht, man kann mit kleinstem Aufwand ein ganz imposantes Programm erzeugen. Möchte man das Programm jetzt als Programm wirklich ausführen können, hier über den Desktop, dann geht man hier auf Projekt, können wir erstmal sagen, alles kompilieren. Das ist ruckzuck durchgeführt, wahrscheinlich war es sowieso schon kompiliert und dann kann man sagen, ich möchte das erstellen, und zwar eine ausführbare Datei, und die kommt jetzt in das Verzeichnis Clock unter Gambas und die heißt clock.gambas und dann können wir einfach OK klicken, dann ist das erstellt. Dann gehen wir hier auf den Desktop, das heißt, da machen wir erstmal das klein und da haben wir dieses Teil hier, da machen wir eine Kopie. Das ist meine eine Uhr, die ihr hier jetzt seht, und die hat, da seht ihr, die zeigt richtig an. Da kann man jetzt hier das alles umstellen und kann auch das mit Nixie-Röhren anzeigen lassen oder mit normalen Zahlen und jeweils mit der Farbe. Dann kann man hier hinklicken und dann wird das hier ausgeblendet. Dann kann man nochmal da hinklicken, kommt noch das Datum rein. Hat man jetzt noch einen Raspberry Pi mit und der hat keine eingebaute RTC-Uhr, hat er nicht, ne? Dann macht ihr den an und er startet mit der Zeit, mit der er gestoppt worden ist, und die ist dann, läuft nach. Dann könnt ihr einfach hier oben hinklicken und könnt die Uhr hier nachstellen.
Also das ist schon ein bisschen komplexer als das Programm, was ich da gerade gemacht habe. Beenden kann man das Ganze, indem man wieder hier hinklickt. Und dann haben wir hier vorne das Ende, da einmal hinklicken, beendet. So, jetzt kann ich dieses Teil hier selektieren und Steuerung C, Steuerung V drücken. Und den geben wir jetzt einen Namen. Und zwar, das heißt jetzt Clock. Und der wird umbenannt. Und dann haben wir den zweiten hier. F2. Ah, hat das Programm wieder gestartet. Na toll. Okay, das nennen wir Clock. Ja, warum er das gemacht hat, weiß ich jetzt nicht. Löschen wir das mal raus. Ich editiere jetzt einfach den hier mal. Wir möchten den im Texteditor editieren. Desktop Anti Gambas. Und dann ändern wir das hier ab auf Clock Steiger Clock.gambas und Datei. Ich denke, wir können einfach zu machen und wir möchten das Ganze speichern. Einmal starten und das ist jetzt die Uhr. Und dann können wir die auch hier auf dem kleinen Display starten. Und ich sehe das hier unten auf dem kleinen Raspi Display. Da klappt das genauso. Okay, das war's zu diesem Programmierungstutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da und ein Klick auf die Glocke wird auch immer gern gesehen. Und dann bis zum nächsten Tutorial. Ich muss mal schauen, ob ich noch mehr hier mit dem kleinen Raspberry und dem Gambas verbrate, was ich euch zeigen möchte. Tschüss!